Leute, Zeit für ein Zahnspangen-Update. Der letzte Termin ist jetzt 2 Wochen her und es hat sich was getan. Ich hatte ja letzte Mal mit dieser Gummikette da den 6er vorgezogen wieder. Und das hat ihm gut gefallen, dass ich das so hingekriegt habe. War er ganz begeistert. Und dadurch, dass das alles schön am Platz war, ist jetzt der nächste Schritt eingeläutet. Und zwar wurden die hinteren Zähne befreit vom Bogen. Also der Bogen wurde jetzt hier, da und da und da und da abgeschnitten. Also der reicht jetzt nur noch von über die Schneidezähne und bis zu den Eckzähnen. Und das oben und unten, das stabilisiert die quasi noch. Und die Backenzähne aber, die sind jetzt frei vom Bogen. Da hinten. Da sind jetzt nur noch die Brackets dran, falls es nochmal nötig werden sollte, den Bogen reinzumachen, was manchmal passiert. Unten sind diese Manschetten, haben sich von alleine gelöst und dann hat er die abgemacht und auch nichts mehr dran geklebt. Die Manschetten hatten vorher den Bogen hier gehalten und auch den Lingualbogen. Und da ist jetzt da, also nur unten, ist jetzt gar nichts mehr dran. Die 6er unten sind schon komplett befreit. Oben ist der Lingualbogen jetzt wieder rausgekommen, weil der 6er jetzt wieder außen steht. Oben hält aber alles noch und deswegen sind da jetzt auch diese, ich weiß gar nicht, wie das auf schlau heißt, jedenfalls diese Metallmanschetten sind da jetzt noch dran. Und mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ja, fühlt sich gut an, die Zähne wieder frei zu haben. Nervt ein bisschen, dass die Brackets da noch dran sind, weil die jetzt, wo der Bogen nicht mehr da ist, ein bisschen mehr ins Zahnfleisch stechen. Aber vor allem hier vorne, wo der Bogen aufhört, an den Eckzähnen, da sticht das mehr ins Zahnfleisch. Also ich schlafe nachts wieder mit so kleinen Polstern aus Schwimmnudelmaterial, so wie ich das immer mache, wenn irgendwas an der Zahnspange nervt und sticht. Und wenn nachts das nicht anliegt, brauche ich tagsüber auch keinen Zahnwachs drauf zu machen. Sondern tagsüber ist es dann okay. Nur nachts, wenn ich nachts keine Polster dran mache, dann fängt es an sich zu entzünden. Und, ist nicht so schön. Ja, der 6er hier drüben, der nach hinten gerutscht war, ist immer noch ein bisschen empfindlich. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, warum. Ich glaube, das Inlay, was da drin ist, das passt nicht mehr so ganz, jetzt wo die Zähne irgendwie ein bisschen andere Stellung haben. Also ich merke da auch einen Frühkontakt auf der Seite und ich glaube, dass das Inlay einfach da zu hoch ist auf der Kaufläche. Also ich denke, wenn das korrigiert wird, dann müsste es passen, weil momentan ist es so, dass hier auf der Seite die Kaumuskulatur verspannt ist an einer Stelle und dass ich auch hier hinten im Rücken so einen verspannten Muskel habe. Und sowas ist immer ein Anzeichen, dass irgendwas an den Zähnen noch nicht so ganz passt. Und ich merke es auch, dass dieser Zahn halt beim Zähneputzen empfindlich ist. Also ich hoffe und denke mal, dass beim nächsten Mal, wenn er das ein bisschen einschleift vielleicht, dass es dann schon passen könnte. Aber auf der Seite sind die Muskeln schön entspannt. Nur auf der Seite ist da so ein Muskelstrang, der tut weh. Ist ein bisschen verkrampft. Ja, ich habe auch gemerkt, dass die Kieferposition dadurch, also mein Unterkiefer versucht natürlich im Schlaf eine Position zu finden, die diesen Zahn möglichst nicht stört und dass ich dann ein bisschen nach hinten rutsche im Schlaf und in Rückenlage ende. Das ist so ein Zeichen bei mir, dass der Unterkiefer nach hinten rutscht. Rückenlage kann am weitesten nach hinten rutschen. Und ich denke, dass das an diesem Zahn da liegt. Weil wenn ich ein bisschen nach hinten rutsche, merke ich den Kontakt nicht so stark. In einem Monat, also jetzt sind es nur noch 2 Wochen, ist der nächste Termin. Und wenn da alles passt, will er schon Abdrücke machen für den Retainer. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das dann funktionieren soll, weil hier vorne die Zähne haben ja noch nicht so richtig ganz Kontakt.
Ob das dann so bleiben soll oder ob das, keine Ahnung, das werde ich sehen. Aber auf jeden Fall, Retainer ist ja der nächste Schritt, ne? Dann kommt alles raus. Ja, ja, ja. Ich freue mich total. Das sind dann 3 Jahre, dass ich irgendwie Zahnspange hatte. Also zuerst die AGA, ein halbes Jahr und dann 2,5 Jahre das da. Ja, und das wird ein ganz neues Lebensgefühl. Da freue ich mich echt drauf. Der Retainer, das sind dann so, ja, es sieht eigentlich aus wie eine Knirscherschiene, die der Zahnarzt anfertigt, so in dem Stil, also so durchsichtiges Plastikzeug, was man oben und unten auf die Zähne macht. Und was ich am Anfang wohl den ganzen Tag tragen muss, für 2 Monate oder 3, nur zum Essen rausnehmen und später dann nur nachts. Also so hat es mir jedenfalls die Zahnarzthelferin erklärt. Er meinte nur nachts tragen und sie meinte die ersten Monate auch tags. Ja, aber ja, das, wie auch immer, in welcher Version, das stehe ich auch noch durch. Auf jeden Fall ist jetzt tatsächlich ein Ende abzusehen. Zwischendurch habe ich ja echt gedacht, ey, das geht noch ewig. Aber ja, doch, es wird. Und wenn das mit diesen da hinten auch noch geklärt ist, dann müsste es ja alles passen. Und auch von der Entspannung und Körperhaltung her, ja, ist das okay. Also, das geht in die richtige Richtung. Und ich berichte euch, wie es weitergeht. Bis dann!